Herzlich willkommen, Waage, auf meinem Kanal. Ich schaue heute mit den Tarotkarten, was dich jetzt im Sommer in Sachen Liebe erwartet. Bitte beachte dabei auch den Venuszeichen. Und heute gilt noch mein 36% Rabatt auf alle meine Legungen, ausgenommen die 2 Kurzbotschaften. Also wenn du hiervon noch profitieren möchtest, dann greif zu. Den Link hierfür findest du im angepinnten Kommentar bzw. in der Kanalinfo und auch in der Infobox. Los geht's! Für Waage bitte, was kommt jetzt auf Waage in Sachen Liebe zu? So, da fliegt schon die erste Page der Stäbe und hier im Unterdeck die 10 der Stäbe. Wenn es im Moment nicht so gut läuft, und hier geht es jetzt gar nicht darum, dass du zwingend in einer Beziehung sein musst, sondern dass dich einfach die Liebe an sich belastet, dass du hier vielleicht Gedanken hast, wird das jemals was? Kann ich meine Vergangenheit loslassen und mich endlich frei machen für jemand anderen etc. Jeder ist ja in einer anderen Lebenssituation und hier mit den 10 der Stäben ist es im Moment vielleicht ein wenig belastend, aber das geht raus. Du wirst dich hier befreien, denn hier mit den Pagen der Stäbe, hier kommt ein Neuanfang, hier kommt eine Nachricht rein, die dich von deinen 10 der Stäben, und die 10 im Tarot ist ja das Maximum, danach gibt es nichts mehr, und hier mit der 10, danach kommt ja wieder das Ass, in dem Fall das Ass der Stäbe, und hier geht eben deine, ich möchte nicht sagen Sorgen, weil dafür bräuchte man ja die Kelche bzw. die Schwerter, aber hier einfach deine Belastungen, vielleicht auch deine körperlichen Belastungen, die gehen raus, und hier kommt eine Nachricht. Einerseits kann die sehr kreativ sein, also dass sich hier jemand wirklich etwas überlegt, wie komme ich auf Waage zu, wie sage ich es Waage, und auf der anderen Seite hast du dann auch wieder diesen Impuls rauszugehen, beziehungsweise dieses ganze Alte, das dir nicht dient, loszulassen und einfach raus in die Welt zu gehen, dich zu zeigen, hallo, hier bin ich. Und du hast hier einfach diesen Tatendrang, wieder diese Abenteuerlust, etwas zu tun und einfach loszulegen. So, aber ist ja nur eine Karte. Wir schauen weiter, was da jetzt noch auf dich zukommt. Wie geht's weiter für Waage bitte? So, na. Mit den Karten tue ich mir immer ein wenig schwer. Keine Ahnung warum, weil die so glatt sind. Aber ja, wir kriegen das hin, Waage. So, aber jetzt Königin der Schwerter. Ja, also klassisch für dich hier mit der Königin der Schwerter. Bist du jetzt nicht zu sehr in deinen Gefühlen, sondern eher auch in deinen Gedanken. Du schaust dir das Ganze an. Du gehst hier auch ein wenig strategisch vor und wirkst auf jemand anderen vielleicht auch unterkühlt. Das ist aber nicht so, weil du das bist, sondern einfach, weil du dich damit vielleicht auch schützen möchtest. Die Königin der Schwerter ist eine Person, also eine Frau in den meisten Fällen, die schon sehr viel erlebt hat und die sich da auch kein X vom U machen lässt. Und deswegen bist du hier ein wenig vorsichtig, aber du möchtest hier auch deine Unabhängigkeit wahren und nicht irgendeinen Blödsinn eingehen, der aber nicht von langer Dauer ist, sondern du schaust dir, wie gesagt, das Ganze an und analysierst das auch. So, aber wir schauen weiter. Du bist halt einfach in deinem Element, Waage. Vielleicht kommt hier noch eine Personenkarte, wer da auf dich zukommt, denn es kommt auf jeden Fall jemand auf dich zu. Also wie geht's weiter für Waage bitte? So, aus der Stäbe. 6 der Stäbe. Also Waage, hör zu. Ich habe das Gefühl, dass jemand einen Neuanfang mit dir möchte. Einerseits kannst du mit jemandem befreundet sein, mit der einfach nicht mehr freundschaftlich, sondern auch liebestechnisch, also romantisch mit dir verbunden sein möchte. Und auf der anderen Seite wird hier vielleicht auch jemand aus deinem Arbeitskreis auf dich zukommen und sagen, hey, ich bin schon länger in dich verliebt, beziehungsweise ich interessiere mich schon lange für dich, können wir uns treffen, können wir außerhalb von der Arbeit miteinander Zeit verbringen. Ich habe hier zweimal den Neuanfang und es kann natürlich auch sein, dass jemand
mit dem du schon eine Beziehung oder den du zumindest schon gedatet hast. Ja, muss jetzt nicht zwingend ein Ex-Partner sein, sondern kann auch jemand sein, den du bereits gedatet hast, aber irgendwie ist das nie zu etwas Festem geworden oder da hast du nie gewusst, woran bin ich. Vielleicht ist er auch damals weg gewesen, also entweder hat er dich vielleicht geghostet oder hat gesagt, nein Waage, irgendwie das wird nichts und lass mir das lieber. Und der kommt dann und möchte einen Neuanfang mit dir, deswegen bist du vielleicht auch eher skeptisch, sagen wir es so. Der wird dich hier vollkommen egal, was auf dich zutrifft. Hier geht es aber einerseits darum, dass der dich erobern möchte. Also der möchte hier wirklich Erfolg mit dir. Der ist auch voller Tatendrang, dass er es macht, weil ich habe hier 3-mal die Stäbe. Und ja, einerseits ist das die Leidenschaft und ich hoffe, da kommen dann noch Kelche auch oder zumindest Münzenwaage. Dennoch, wie erwähnt, er möchte den Erfolg mit dir, der wird dir auch Anerkennung geben. Die 6. Stäbe, das ist einfach der Sieg in der Liebe, das ist dieses Erobern, jemanden auf ein Podest stellen, weil im klassischen Rider-Waite, ich zeig's dir, so, wo ist es denn? So, sitzt ja der Mann erhobenen Hauptes auf dem Pferd, so, und die Meute, ja, und ist halt umzingelt, ist er umgeben von der Meute, so, da haben wir ihn. Also, du siehst ja hier, in dem Fall das bist du. Du sitzt hier ganz erhaben auf deinem Pferd und alle anderen schauen dir zu, alle anderen folgen dir, du führst und der möchte hier einfach den Lorbeerkranz dir aufsetzen und wird sich hier wirklich bemühen, wird sich hier auch etwas überlegen, wie er das anstellen kann, wie er dir hier wirklich zeigen kann, dass er dich interessant findet und dass er auch einen Neuanfang haben möchte. Und ich habe es ja vorhin schon angedeutet, wird hier kreativ auf dich zukommen. Am Anfang ist das nur eine kleine Nachricht, weil der Page, das ist ja so, hey Waage, wie geht's dir, was machst du? Also so, aber nicht jetzt, hey Waage, du bist so toll, du bist so schön, ich möchte dich. Ja, also das ist es, das kommt dann erst, wenn der sieht, wie reagierst du, wie kann ich hier auf Waage weiter zugehen, wie kann ich mich Waage weiterhin verhalten. So, also, okay, gut. Die 8 der Münzen, die möchte schon fallen. Gut, ich bin beruhigt, wir haben den Ritter der Kelchewaage. Hier mit den 8 der Münzen. Hier geht es ums Engagement, also der wird hier Arbeit reinstecken. Natürlich beide, weil es bringt nichts, wenn nur eine Person, beziehungsweise wenn nur einer in der Beziehung hier sich für engagiert, Arbeit reinsteckt, Dates plant, beziehungsweise irgendwelche Überraschungen, das ist ja dann einseitig und so hat ja keine Beziehung einen Sinn. Aber einerseits hier mit den Münzen und hier mit den Kelchen, also es sind Gefühle da und auch die Stabilität, weil das ist wichtig. Hätte ich hier jetzt nur Stäbe und auch nur Schwerter, dann muss ich ehrlich sagen, wäre das für mich eher so ein Flirt, ein Sommerflirt, beziehungsweise nichts Wirkliches, was sich entwickeln kann. Das sehe ich hier aber nicht, weil Münze ist Stabilität, ist Ernsthaftigkeit und mit dem Ritter der Kelche sind auch die Gefühle im Spiel. Also der wird dich hier umgarnen, der wird sich wirklich etwas überlegen und der Ritter der Kelche ist auch diese Verabredungskarte, auch die Versöhnungskarte und in Kombination mit den 6 der Stäben kannst du dich darauf gefasst machen, dass sich der wirklich etwas einfallen lässt, also entweder ein Wochenende zu zweit oder ein Spontantrip nach keine Ahnung wo es jetzt nicht so heiß, in welcher Großstadt. Also in Rom und in Paris, das würde ich jetzt eher abraten. Also der kann dich hier wirklich spontan zu etwas einladen oder eben auch Dinge mit dir machen, die du dir vielleicht erträumt hast, was du schon immer machen wolltest. Und der wird hier diese Träume, diese Wünsche realisieren, weil er dich glücklich sehen möchte und andererseits, weil du ihm am Herzen liegst und der sich da einfach ins Zeug legen möchte. Also Waage, es sind schöne Karten. Im ersten Moment bist du noch so, ja, vorsichtig. Natürlich, du hast einen freien Willen, ob du das willst, beziehungsweise die, wo ein Ex-Partner wieder auf der Bildfläche erscheint,
Ob du das überhaupt noch möchtest, das obliegt natürlich dir. Die Karten hierfür sind aber auf jeden Fall gut. Es sind positive Energien. Also, in diesem Sinne bin ich nun am Ende der Legung. Wenn du damit in Resonanz gehst, dann freue ich mich über deinen Kommentar bzw. Feedback. Und ansonsten wünsche ich dir alles Liebe und bis bald.